Herzlich willkommen zu meiner Besprechung von Star Trek Sektion 31. Ich bin Jens, das hier ist hineingestolpert. Legen wir los. Milliarden Leben stehen auf dem Spiel. Trommeln Sie alle zusammen. Wir werden jeden Einzelnen brauchen. Ja, Star Trek Sektion 31. Der Elefant im Raum ist ja nun mal, ist das überhaupt noch Star Trek? Ist das ein richtiger Star Trek Film? Und da muss ich ganz klar und eindeutig sagen, jein. Denn das Ganze ist eine Geschichte aus dem Star Trek-Universum. Das erzählt eine kleine Nebengeschichte. Es benutzt viele Anleihen aus Star Trek. Es ist in diesem Universum angesiedelt. Aber das ist keine große Hauptgeschichte. Das ist nicht eingereiht in die großen Filmreihen. Wer das macht, tut dem Film Unrecht, denn hier steckt auch deutlich weniger Budget drin. Das sieht man. Da steckt ja auch... Ich würde vermuten, eine turbulente Produktionsphase dahinter. Aber das Ganze ist keine Hauptreihe, das ist einfach nur eine Nebengeschichte. So hat es für mich dann auch funktioniert und von daher hatte ich grundsätzlich damit, dass das Label Star Trek da drauf steht, ein Problem. Ich gehöre übrigens zu denen, die Discovery sehr früh abgebrochen haben, damit nicht klarkamen. Ich mag Star Trek Strange New Worlds. Ich bin ja eher mit den alten Sachen aufgewachsen, sehe mir aber offen immer das Neue an, ob es für mich funktioniert. Ich habe dadurch, dass ich Discovery nur wenig gesehen habe und immer nur so Teile aufgeschnappt habe danach, mit etwas weniger Vorerfahrung für die neue Sektion 31 hereingegangen und muss daher sagen, hat es mich in dieser Form gestört? Auch das nicht. Das ist kein Discovery. Es ist vielleicht eine Auskopplung. Der Regisseur hat vielleicht ein paar Discovery-Folgen gedreht, aber das hier ist kein Discovery. Ja klar, Optik ist moderner. Das geht auch ein bisschen in Richtung Strange New Worlds. Discovery natürlich auch in der Form. Das ist ja beides gleichzeitig angelehnt. Aber das funktionierte so. Hauptperson ist hier halt Philippa Georgiou. Und die ist von der Michelle Yeoh gespielt. Das ist auch solide. Zum Rest, da würde ich mal sagen, komme ich jetzt. Erstmal, wie gesagt, kann man sich das ansehen. Ja, man sollte aber auf keinen Fall denken, das hier ist ein Hauptfilm aus Star Trek. Das ist einfach nur ein kleiner Nebenfilm für eine Streaming-Plattform produziert. In Sachen Budget und Aufwand und allem anderen. So, damit haben wir den ersten Part schon mal erledigt. Ich würde mal sagen, ich komme erstmal grob auf die Handlung zu sprechen, wobei ich da grobe Spoiler vermeiden werde. Ich muss nur ein paar Dinge erzählen, bevor ich auf meine genauere Kritik eingehe. Also dieser Film erzählt die Geschichte eines Teams, was von Sektion 31 ausgesandt wird, um ein Objekt, ich nenne es mal das Objekt Box. Das Objekt Box. Sie sollen eine Box stehlen. Mit einem bestimmten Inhalt. Dafür brauchen sie Philippa Georgiou. Philippa Georgiou sitzt am Rande des Universums, also außerhalb des Föderationsraums, auf ihrer Raumstation, geht dort ihren Geschäften nach unter einem Decknamen und das Team soll sie anwerben. Ich gebe ihm die Chance, wieder im Rennen zu sein. Auf Action im galaktischen Ausmaß. Der Film fängt aber nicht mit dieser Handlung an, sondern der Film fängt an, indem sie einen Rückblick zeigen von der jungen Philippa im Terranischen Imperium. Eingeleitet wird das Ganze übrigens, dass ganz am Anfang zwar das Star Trek-Logo zu sehen ist, aber in Spiegelschrift, was sich dann erst richtig dreht. Fand ich eine nette Idee, auch um nochmal klar zu machen, das ist jetzt das Spiegeluniversum, mit dem es anfängt. Und den Einstieg, der hat mir gefallen. Also diese Rückblenden, die waren ganz cool. Auch da merkt man wieder ein bisschen weniger Budget, aber das hat funktioniert. Fand ich ganz nett. War ich mit zufrieden. Dann kommen wir erst, anstatt so einem klassischen Intro-Video, kommt ein Bericht erstmal wie Sektion 31 quasi aus Sicht der Sektion 31 dann so mit Einblendung nochmal erzählt wird, warum das Team unterwegs ist. Das hat auch einen Grund, warum sie das machen. Dazu komme ich aber auch später. Das Team
ist dann halt auf der Station, will Philippa anwerben und dann beginnt die Hatz nach diesem Objekt. Auch andere dunkle Mächte sind auf dieses Objekt aus und dort kommt es dann halt erstens zu dieser Jagd auf das Objekt und auch zu einem gewissen Konflikt. Diese Rückblenden dienen dazu, um Philippa einzuordnen, ein bisschen zu charakterisieren. Hat für mich übrigens ganz gut geklappt. Es gibt hier so einen Background, warum sie anders ist als jetzt. Übrigens Michelle Yeoh mit einem leichten Overacting, was in diesem Fall aber nicht schlimm ist, da das hier relativ passend war. Ein bisschen Overacting kann funktionieren. Hier hat es halbwegs funktioniert. Auch da wieder hat einen Grund, dass sie das machen müssen. Oder sie das gemacht hatte, besser gesagt. Ja, dieser Film ist aufgeteilt in 3 Abschnitte. Wir haben einmal ein Anfangssegment auf dieser Station. Dann wechselt der Ort, geht zu einem anderen Ort. Natürlich geht es zum anderen Ort. Wenn der Ort wechselt, geht es zum anderen Ort. Ach, manchmal frage ich mich auch, was ist mit mir los. Ja, wechselt zu dem anderen Ort und dann haben wir noch eine Schlusssequenz. Okay, ladies, now let's get information. An sich funktioniert der Film. In der Grundhandlung, dieses große Ziel, würde ich den Plot zusammenfassen. Team versucht mit der Unterstützung von Philippa Georgiou ein Objekt zu sichern. Das ist die Handlung. Das ist der Kern dieser ganzen Geschichte. Das Ganze findet in 100 Minuten statt. Wenn man zurückblickt, ist das Ganze mal als Planung für eine Serie begonnen worden. Und ich glaube, davon blutet noch viel rein. Also ohne Probleme kann das nicht gewesen sein, weil die Handlung... Ich fange am besten mal mit dem Team an. Wir haben da ein relativ großes Team. Alles sind eher Spezialisten mit bestimmten Fähigkeiten. Das Marketing momentan macht sich aber Mühe, die Leute vorher nochmal vorzustellen. Dass das Marketing genau diesen Weg geht, jetzt die Einzelcharaktere hervorzuheben, hat einen massiven Grund. Und dieser Grund ist einfach, 100 Minuten sind zu wenig für so ein großes Team. Wenn man ein Team aus relativ gleichberechtigten Charakteren, die neben den Hauptpersonen agieren sollen, aufbauen will, dann hat man entweder wie in dem Marvel-Film das Glück, dass die Leute die meisten Charaktere einfach schon kennen. Also ein Suicide Squad funktioniert deswegen mit einigen markanten Charakteren, weil die Leute was vorher schon von den Charakteren wussten. Hier ist das halt nicht der Fall. Mal abgesehen von Philippa Georgiou. Das heißt, wir haben ein relativ großes Team mit eigenständigen Charakteren, die teils coole Fähigkeiten hätten, wenn man denn Zeit hätte, sie kennenzulernen und auch die Fähigkeiten besser kennenzulernen. Das ist halt das große Problem. Deswegen greifen sie immer wieder darauf zurück, auf die Bremse zu treten und Dinge zu erklären. In Form der Charaktere. Das Team wird am Anfang nicht vorgestellt, indem man es zeigt. Man zeigt es nicht in Aktion, man zeigt es nicht beim Einsatz, sondern Philippa Georgiou beschreibt, also sie erklärte Alok Zahar, das ist der Anführer des Teams, wer mit ihm dort ist. Und dann stellt sie das Team vor. Mit den Fähigkeiten. Und das ist halt ein Kniff, den macht man nur, wenn man am Anfang wenn man einfach nicht die Zeit hat, um die Leute erstmal vernünftig einzuführen. Das ist ein großes Problem, das merkt man auch dann später wieder, weil gerade dieser erste Abschnitt, den aufgedehnt auf so 2/3 des Films und dann Übergang in dieses Finale, diesen letzten Abschnitt, hätte vollkommen gereicht. Diesen mittleren Teil, den hätte man sogar rausschneiden können. Ich hätte es besser gefunden, wenn der rausgenommen worden wäre und man hätte sich mehr Zeit für die Charaktere genommen. Das ist so ein großes Problem, was sich durch den ganzen Film zieht. Nicht nur das Budget, dass manche Sets ein bisschen billig aussehen. Es ist ein Streaming-Film, meine Güte, damit kann ich leben. Dass das CGI manchmal sehr oft zu dem Trick greift, Hintergründe durch schnelle Bewegungen einfach ein bisschen verschwommen zu zeigen, damit Details nicht auffallen. Schenkt. Habe ich auch kein Problem mit. Womit ich ein Problem habe, selbst wenn Abschnitte kommen, die mir Spaß machen, immer wieder auf die Bremse getreten wird und dann, damit Charakterbuilding stattfindet, dass man die Mechaniken in dem Team versteht, dann ein großer Kreis gebildet wird und alle sich erstmal unterhalten. Das passiert öfter in dem Film. Dann steht das ganze Team im Kreis und unterhält sich über Dinge.
Dann wird einerseits die Handlung ein bisschen vorangetrieben. Manchmal ein bisschen Rückblick, manchmal ein bisschen Ausblick. Um es wirklich, ich versuche es halt spoilerfrei zu machen. Und dann werden auch Gespräche unter einzelnen Teammitgliedern, die nur dafür dienen, einfach nochmal Charaktere ein bisschen und ihre Motivation ein bisschen herauszuheben. Das ist immer wieder ein Problem, wenn so in so einem Film auf die Bremse getreten wird. Wenn Mission Impossible als Inspiration genannt wird im Vorfeld von Alex Kurtzman, dann hätte ich gedacht, dass sie sich auch das ansehen, weil da gibt es eine Hauptfigur, die so zentral im Mittelpunkt steht, dass alle anderen rundherum halt Randfiguren sind. Da reicht es, wenn sie kurz eingeführt werden. Hier in der Struktur, die sie gewählt haben, ist Philippa Georgiou Teil eines Teams. Man hätte sogar ein paar Teammitglieder komplett rausstreichen können. Es hätte keinen Unterschied gemacht, weil einfach nicht genug Zeit da ist, Leute. Und man muss sagen, da sind Charaktere drin, die mochte ich. Die mochte ich. Ich hätte gern mehr von denen gesehen. Ich hätte mehr gern über sie erfahren. Aber dafür ist bei der Handlung, die sie geplant haben, 100 Minuten viel zu kurz. Viel zu kurz. Das Ding hätte Miniserie sein müssen, um diese Handlung, so wie sie es geplant haben, reinzubringen. Für 100 Minuten hätte es stark gekürzt werden müssen. Und damit meine ich auf keinen Fall die Rückblenden für Philippa Georgiou. Die waren gut gemacht. Gespielt übrigens, warte mal, ich muss mal nachsehen, Miku Martineau. Die hat die junge Philippa gespielt. Fand ich gut gemacht, den Einstieg. Das hat das ein bisschen eingerahmt. Das hat eine coole Stimmung rübergebracht. Und düstere und hatte so ein bisschen Einblendung nochmal in ihren Charakter. Und warum sie später auch mit den ein oder anderen Dingen hadert oder wie sie sich entwickelt hat, wie sie sich verändert hat, fand ich cool. Auch manche Dialoge haben bei mir funktioniert, aber zu wenige Dialoge. Und das passiert halt insbesondere, weil dieser Film, und das merkt man, nicht entweder nicht genug Geld hat, um zu zeigen. Show don't tell. Show don't tell ist das Ding. Und wenn du schon erzählst, dann mach es mit verdammt guten, ausgepfiffigen Dialogen. Da muss das Writing on point sein. Und das ist es hier nicht. Das ist es hier leider nicht. Ihr merkt, ich rege mich über die Mängel auf. Das tue ich aber nur, weil so viel Interessantes drinsteckt, um daraus was Gutes zu machen. Und das zieht sich halt über 100 Minuten. Ich hätte mir sogar eine komplette Folge von einer Serie angesehen, wo es nur über diesen Rückblick geht. Weil die junge Philippa, das war ein interessanter Charakter. Mit dem, was er da macht, um an die Spitze des terranischen Imperiums zu kommen. Das wäre noch interessant gewesen. Und das Team so zu verheizen, ist dann halt echt schade. Wirklich schade. Vor allem, weil ganz zum Schluss manche Sachen sogar ja quasi aufgehoben werden. Ich weiß nicht, ob sie sich dann vorgestellt haben, wenn das Ding ein Erfolg wird, dass sie dann nochmal eine Serie draus machen. Ehrlich gesagt, wenn sie eine Serie draus machen, ich würde sie mir wahrscheinlich ansehen, in der Hoffnung, dass sie sich dann endlich mal für die Charaktere Zeit nehmen. Wie ihr merkt, der Film ist nicht komplett bei mir gegen eine Wand gefahren. Aber umso mehr ärgert es mich, wenn Sachen einfach nicht funktionieren. Ich weiß es nicht, ob es daran liegt, dass die Regie von Olatunde Usunsami, ich muss es immer wieder nachlesen, dass er das nicht hingekriegt hat, das sauber umzusetzen. Ob es an dem Drehbuch lag, Greg Sweeney, Erika Lippold, ist halt schwer zu sagen. Wir haben wirklich Charaktere, die sind interessant. Da sind interessante Charaktere drin. Fass, ja gut, Fass ist ein bisschen ein bisschen overacted. Der hat mich ein bisschen sogar abgeschreckt. Quasi, der heißt wirklich Quasi. Das ist der Formwandler. Der ist interessant. Von dem sieht man nur zu wenig. Auch mit seinen Fähigkeiten. Der ist ein Charakter, den hätten sie cool in so einen richtig klassischen Heist-Movie einbauen können. Was ich ein bisschen auch erwartet habe nach dem Einstieg. Ja, Seth, das müsste der Maschinentyp gewesen sein. Mehr Maschine als Mensch, aber kein Borg. Wirkte ein bisschen naiv, ein bisschen trottelig. Fand ich nett. Den hätte ich so als Comedy
Relief da gerne weiter gesehen. Wie gesagt, der Film hat viele Punkte, die mich mein Interesse geweckt haben. Er hat mich phasenweise interessiert. Ich habe nur immer wieder das Gefühl gehabt, immer wenn sie diesen Gesprächskreis gebildet haben, übrigens auch mal in kleinerer Runde. Es gibt zum Beispiel nach dem ersten Abschnitt dann ein Gespräch zwischen Michelle Yeoh und Omari Hardwick, also der Alok Sahar spielt. Das ist, da wird er nochmal vertieft, weil das haben sie am Anfang nicht gemacht, also wird da nochmal zurückgegriffen und er erzählt was über seine Vorgeschichte. Und wie gesagt, das macht man halt auch nur, weil sie wahrscheinlich gemerkt haben, oh, die Leute wissen ja gar nichts über ihn groß. Und das ist halt immer wieder, man merkt, mich würde mal interessieren, ob das ein Nachdreh war. Ich glaube nämlich, dass ein paar Sachen davon einfach nochmal Nachdrehs waren, wo sie gemerkt haben, da hat irgendwas noch nicht gegriffen, dass sie dann so nochmal die schnell zusammengestellt haben, quatscht nochmal darüber, weil irgendwas fehlte in der Handlung. Oder sie haben irgendwas rausgestrichen. Der erste Plan auf dieser Station, die Planungsphase, da habe ich das Gefühl, da sind Szenen drin, die waren für die eigentliche Handlung gedacht. Aber da kann ich jetzt leider nicht weiter ins Detail gehen, ohne euch zu spoilern. Also ein bisschen viel aufgeregt über den Film. Was aber wirklich aus dem Grund ist, dass es als kleiner Nebenfilm für mich sogar funktionieren hätte können. Ich hätte wahrscheinlich sogar viel Spaß mit dem Film gehabt, hätten sie sich darauf konzentriert, die Handlung so zu komprimieren, dass sie verdammt nochmal in 100 Minuten funktioniert und man trotzdem die Charaktere vorstellen kann. Oder knallhart sagen, nur die Hälfte der Charaktere einbauen. Vielleicht noch ein, zwei im Laufe der Handlung dazu gewinnen, aber mit so vielen Charakteren gleich in den Film starten zu wollen, ist halt ein Pfund, was man auch erstmal den Leuten zumuten muss. Den Fehler haben sie ja noch nicht mal in Discovery gemacht. Da haben sie auch erstmal die Burnham da auf ihrem anderen Schiff gezeigt. Gut, die restlichen Charaktere kann ich mich noch nicht mal erinnern. Nehmen wir Star Trek Enterprise, das nächste Jahrhundert. Wenn man sieht, wie da die Serie begonnen hat, da wurden Charaktere nach und nach eingebaut und vorgestellt. Man konnte sie langsam kennenlernen. Und das ist halt ein Vorteil einer Serie. Wenn man viele Charaktere hat, dann geht das. Hat man einen Film, dann muss man sich entscheiden. Viel Handlung oder viele Charaktere. Will man beides reinkriegen, dann muss verdammt nochmal das Ganze so verdammt gut geschrieben sein, dass alles genau passt. Da muss in den Interaktionen so viel rauszulesen sein an Ausstrahlung. Aber das ist hier halt nicht. Ich möchte hier den Schauspielern auf keinen Fall einen Vorwurf machen, weil ein Totalausfall, wie gesagt, fast war mir ein bisschen zu über. Aber hatte den Vorteil, er ist dadurch aufgefallen in dem ganzen Ensemble. In der kurzen Zeit. Auch Philippa, ein leichtes Overacting drinne immer wieder. Aber dadurch fällt sie halt auf und man kann es immer noch darüber hindeuten, die ist halt, ja, die war mal ein Monster. Ja. Aber, gut, kommen wir nochmal zum Abschließen. Viele stehen ja auf Zahlenwerte. Was würde ich dem Film geben? Hätten sie das Ganze wirklich um einen Abschnitt eingedampft und sich mehr auf diese Anfangshandlungen, so ein Heist-Movie konzentriert, die Charaktere besser vorgestellt, dann wäre trotz einiger Schwächen, die budgetbedingt sind, was Setbau und Special Effects angeht, das Ganze bei mir mit, ja, es hätte sogar 3 bis 4 von 5 Ellys kriegen können. Wie gesagt, immer im Hinterkopf, das Ganze ist ein kleines Nebenprojekt, das ist kein AAA, also keine erste Liga. Und wenn man das in der zweiten Liga sieht, dann wäre das ein guter Film gewesen, hätten sie die Struktur besser in den Griff gekriegt. Habe ich eigentlich die Actionsequenzen erwähnt? Kämpfe waren ganz nett. Die haben mir sogar teilweise Spaß gemacht. Ein bisschen hektisch geschnitten. Da sieht man aber auch wieder, gerade wenn sie dann ihre Fähigkeiten einsetzen, einfach zu wenig Budget, um das cool umzusetzen. Also haben sie ein bisschen auf hektische Schnitte gesetzt und schneller Abfolgen. Ist aber eher so ein Budgetproblem, wenn man
nicht genug für CGI übrig hat und auch die Stunt-Koordination möglichst einfach gehen soll, ne? Und greift man ja gerne drauf zurück. Ja, das, wie gesagt, wenn das alles passen würde, hätte es sogar eine gute Wertung für mich kriegen können, in Sicht, dass es nur zweite Liga ist. So muss ich leider stark abziehen und dem Ganzen 2 von 5 Ellis geben. Ja, 2 von 5 Ellis. Das Ganze hätte echt mehr Potenzial gehabt. Übrigens, 2 von 5 Ellis bedeutet bei mir nicht, dass es totaler Crap ist, aber dass es einfach starke Probleme hat. 1 von 5, dann würde ich sagen, Fans gucken Probe, alle anderen gucken weg. Hier würde ich sagen, wer mit einer holprigen Erzählweise klarkommt und auch bereit ist, sich über Marketing vorher schon mal anzugucken, wer die Charaktere sind, der wird da wesentlich besser reinkommen. Ich hatte die Möglichkeit nicht, weil jetzt erst nachdem das raus ist, sieht man jetzt nach und nach die Charaktere in der Vorstellung. Also, wer mit diesen Mängeln, die ich eben alle genannt habe, leben kann, der kann sich's ruhig angucken, der wird vielleicht sogar seinen Spaß mit haben. Ich hatte es stellenweise und gehe einfach ein bisschen enttäuscht raus. Einfach wegen den liegen gelassenen Möglichkeiten. Sollte das Ding doch bei Streaming-Diensten, also bei ihrem Streaming-Dienst ein Erfolg werden, dann muss ich sagen, würde ich mir sogar eine Serie angucken, wenn sie da eine produzieren würden. Aber so, ja. Ich habe ihn gesehen. Ich habe ihn jetzt zweimal gesehen. Ich werde mir wohl kein weiteres Mal ansehen. Aber, ja. Das war eine Geschichte aus dem Star Trek-Universum. Mehr muss man dazu nicht sagen. Also vielen Dank, dass ihr heute dabei wart. Lasst doch nochmal ein Abo da. Ein Daumen nach oben wäre auch ganz nett. Und ich verbleibe mit einem Haut rein.